Guten Morgen. Sie hören das Hauptstadtradio. Die Grippewelle hat unsere Stadt fest im Griff. Schon 20.000 Einwohner sind erkrankt. Die Folgen für die Wirtschaft sind gravierend. Deutlich weniger neue Videos auf YouTube. Oh, mir tut alles weh. Ich glaube, ich bin erkältet. Meine Nase läuft und ich habe Kopfschmerzen. Ich fühle mich echt schlapp. Vielleicht bleibe ich heute einfach im Bett. Auf Arbeit. Wo bleibt Chris? Er müsste schon längst im Tonstudio sein. Wer macht jetzt das neue Video? Der YouTube-Algorithmus wird uns abstrafen. So werden wir nie 1 Million Abonnenten schaffen. Auf YouTuber ist echt kein Verlass. Belgien seit 600 Tagen ohne Regierung. In China ist ein Sack Reis umgefallen. In Frankreich wird wie jeden Dienstag gestreikt. Vom bekannten YouTuber Chris fehlt jede Spur. Bereits 2 Wochen ohne neues Video. Wie werden die Abonnenten reagieren? Hierzu eine Reportage aus der Innenstadt. Trinken Sie einen heißen Tee mit Zitrone. Stärken Sie jetzt Ihr Immunsystem. Sie wollen weitere Gesundheitstipps? Dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Wir posten regelmäßiger als der YouTuber Chris. Die Straßenumfrage. Guten Tag, wir machen eine Straßenumfrage. Worum geht es? Kennen Sie den YouTuber Chris? Ja, ich bin seit einem Jahr abonniert. Seit 2 Wochen hat er kein neues Video veröffentlicht. Ja, schrecklich. Aber warum? Was glauben Sie? Vielleicht fehlt ihm die Motivation. Der Notfallplan muss aktiviert werden. Wir müssen altes Videomaterial verwenden. Wir schneiden die Videos in kleine Clips. Und dann machen wir YouTube-Kurzvideos daraus. Dafür wird Chris aber nicht bezahlt. Google, nenne mir Grippesymptome. Folgende Symptome können bei einer Grippe auftreten: Schnupfen, Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Manchmal auch Appetitverlust und Schwindelgefühl. Wusste ich's doch. Ich hab ne Grippe. Was glauben Sie? Warum postet Chris keine neuen Videos mehr? Vielleicht hat er eine Depression. Als erfolgreicher YouTuber? Vielleicht ist ihm der Erfolg zu Kopf gestiegen. Ich bin fix und fertig. Am besten rufe ich erstmal meinen Chef an. Heute kann ich echt kein Video machen. Hoffentlich sind die Abonnenten nicht sauer. Vielleicht schauen sie sich die alten Videos an. Zurück im Studio. Unsere Straßenumfrage zeigt es deutlich. Die Abonnenten sind von Chris enttäuscht. Sind YouTuber weniger belastbar? Werden YouTuber häufiger krank? Hierzu befragen wir einen Arzt.
Das Telefonat. Hallo, Boss. Wo steckst du? Ich bin noch zu Hause. Hast du verschlafen? Nein, ich bin krank. Um Gottes Willen. Tut mir leid. Was hast du? Husten, Halsschmerzen und Schwindelgefühl. Schwindelgefühl? Du schwindelst doch. Nein, mir geht es wirklich schlecht. Google sagt, ich habe eine Grippe. Okay, wenn Google es sagt, muss es stimmen. Sind YouTuber weniger belastbar als normale Menschen? Unsere Statistiken deuten darauf hin. Warum sind YouTuber so oft krank? Sie verbringen zu viel Zeit vor dem Bildschirm. Sie treiben zu wenig Sport. Häufig ernähren sie sich ungesund. Hinzu kommen negative Kommentare von Internet-Trollen. Nanu? Eine Benachrichtigung von YouTube? Ein neues Kurzvideo von Chris? Hä? Das kenne ich doch schon. Verwendet er altes Material für seine Kurzvideos? Jetzt ist er komplett übergeschnappt. Wer soll denn jetzt das Video machen? Wir werden unsere Abonnenten enttäuschen. Anna, Aydin, Valentina, Aische, Tatjana, Elen, Aber ich... Maria, Magan, Misha, Sneka, Mo, Xiao, Yusuf. Alle werden wütende Kommentare schreiben. Ich kann wirklich nicht. Okay, ruh dich aus. Werd schnell wieder gesund. Danke, Chef. Wir telefonieren morgen wieder. Ja klar. Tschüss. Das waren die Nachrichten des Tages. Abonnieren Sie jetzt unseren Kanal. Teilen Sie das Video mit Freunden. Schreiben Sie einen Kommentar. Schalten Sie morgen wieder ein. Wir sehen uns auf YouTube.